Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir sind auf unserer Reise jetzt hier auf eine neue Heldenmission gestoßen, die halt wohl zur Hauptquest gehört soweit. Genau. Erkunde Kolonie Tau und hier die Dame Kommandeur Juniper hat eine Fähigkeit, die uns auf unseren Reisen höchstwahrscheinlich von Nutzen sein sollte und die ich schon lange suche oder zumindest gehofft habe, dass es sie gibt. Nämlich, wahrscheinlich kann sie über diese Seile, die da überall gespannt sind, rutschen. Von daher will ich die super gerne in mein Team haben. Also schauen wir uns jetzt mal die Kolonie Tau an. Mit Kommandeur Juniper. Ja, sind wir ja zuletzt hier aufgehört. Ach, guck mal. Hier kann man ja richtig hochlaufen. Yeah. It feels like it's completely cut off from the outside world. Ja, die haben sich hier ziemlich verschanzt, tatsächlich. Warum? Werden wir vielleicht noch rausfinden. Ist das da eigentlich ein Container? Nee, ne? Nee, ist es nicht. I've seen a few colonies with dwindling flame clocks before, but this one is especially bizarre. Ja, denen geht's, stimmt. Die müssen ja die ganze Zeit ihre Flammenuhr mehr oder weniger It's like they're zusammenkratzen. not trying to survive here at all. Do you get that impression? Back when I was stationed at Lambda, I'd heard rumors about Colony Tau. What did they say? That deep in the forest, there's a colony with some very peculiar customs and traditions. Aha. Haben die überhaupt Zeit, This is my first Traditionen time zu seeing it entwickeln? in reality, but I never expected it to be so run down. Did you have any dealings with it? None at all. This is just hearsay from Commander Izzard. Anyway, we should hurry. Let's smash the flame clock and free everyone. It being an abandoned colony, we are continually starved of sufficient life sources. Wait. Are you the commander? That's right. Sorry, I failed to tell you before. I am Juniper, and it's my job to lead Colony Tau. Na, das hat man sich auch überhaupt nicht denken können. Anhand des großen Kommandeur-Textes über ihrem Kopf. Na gut. If that's so, then surely you must know who we are. I'm afraid I know nothing. Was? We Krieg ich have mal no Infos? need of such information. Juniper told us we'd welcome you in, whoever you might turn out to be. Das ist ja nett, dankeschön. So, that's the rule. We don't ask questions. But you Von mir aus? attacked us back there. Our scouts told us about some monsters in the forest they've never seen before. So, we sent them out on a hunt. But then they bumped into you en route. They must have figured it'd be more efficient to get you out of the way first. Na, vielen Dank. So, contrary to our plan, we were made to retreat. Oh yeah? What about your consul? Where are they hiding? I told you, this is an abandoned colony. Our consul rarely visits us. You're in such a strange situation. Irgendwie schon, ja. All the Hä? more reason to get you out of this predicament. Wieso? I think you Wozu? guys are getting the wrong end of the stick here. Also vor allem, wozu? Weil wir gehen ja schon davon aus, dass immer wieder neue Kämpfer und so geboren werden, um diesen ewigen Krieg da zu führen. Aber wieso geben die dann einfach eine ganze Kolonie auf? Mit quasi Seelen? Ich weiß ja nicht, ob die wirklich wiedergeboren oder wiederverwendet werden. Aber die könnte man ja verwenden dann, ne? Es sei denn, meine Theorie stimmt nicht. Das kann natürlich sein. It's true. We aren't afraid of Colony Tau's flame clock running out. All it means is the end of our days gazing at our ever-diminishing supply. But you could die. Uh-huh. As if we just let you waltz in and break our flame clock. Ich? And we all have to perish someday. If our lives should expire, then we'll sink into silence, darkness, oblivion. We'll return to the earth. Yes, but Ihr seid ja ein you lebensfreudiges can't Völkchen. just... The land will take us, and we will simply be. That's how it is at Colony Tau. No one will ever think of us, and yet here we are. Slowly but surely, we are withering. We don't always find the nutrition that we need to live. If Colony Tau cannot accumulate the vital flames it needs,
then it proves only that we were too weak. Ist die Frage, geht's wirklich eigentlich mit denen zu Ende, wenn die Flammenuhr zu Ende ist, oder wird denen das nur erzählt? Wäre die nächste Frage. Dann könnte man das ja mal austesten. And in nature, the weak are destined to perish. The logic would dictate that nature is pushing you to become stronger. If we set you free, you won't have to worry about all this crap. We neither worry nor fear for what may come to pass. We've already lost so many of our friends and allies. Ich will dich aber in meinem Team haben. And every time we return to their bodies to the earth, such will be our fate. What's the point of fearing the inevitable? We know we're gonna die. What's wrong with us living the way we always have? But how do you live without hope? It will spell the end of the story that our predecessors weaved for generations. A tale cut short. I won't argue that it feels a little melancholy. In that sense, if we were to be freed from the flame clock, then... Dann? Juniper! Bad news! Tell Was me. jetzt? The monsters are coming straight for the colony, and they already took one of us down. No. They came all the way here. We'll join you. Was sind to denn add das more für names. Monster? Okay, Eingang zu den Besuche, die angenannten Ziele. Ja gut, für so ein... Weiter zum Eingang. Kann man noch mit jemandem reden? Doch irgendwo... Nee, da vorne ist eine... Nee, aber der ist irgendwie weiter oben oder weiter unten. Der Container, auf den hatte ich es jetzt gerade abgesehen. Ach, guck mal, da sind die Items. Oh, was ist denn hier? Ist ein ganzer Garten. Ach, die machen Ackerbau hier. Whoa, got a rare doodah right here. Die betreiben hier Ackerbau. Das machen die Kolonien auch nicht oft. Ja gut, wenn sie aufgegeben wurden, müssen sie ja wohl. Was ist denn das? Juniper, we need orders. This is perfectly fine. We'll defeat them right here. Wieso kämpft ihr dann überhaupt noch, wenn ihr sowieso aufs Ende hinsiecht? Da könnt ihr euch auch gleich fressen lassen. Ich meine nur so. Juniper! What are you? Ask us later. We'll back you up. Thank you. I'll fight to the best of my ability as well. Here we go! So, jetzt haben wir sie im Team vermutlich als Held. Good to add more names. Ja. Was natürlich dazu führt, obwohl, nö, passt schon, ist ausgeglichen. Komm, Mio. Nicht doch! Also, das wollte ich nochmal durchziehen. So. Muss mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Hier. Hier auf mich. Schön auf mich gehen. Hey! Ach, den haben wir schon mal. Immer schön auf mich gehen, schön auf mich. Machen wir die Angriffskette? Ach, wir können die Angriffskette machen, komm. Erhöht während einer Angriffskette den Schaden gegenüber Gegnern mit kritischem KP um 70%. Hat der kritische KP? Nicht unbedingt, aber wir können ja trotzdem. So.
Erhöht bei Auswahl den Schadensmultiplikator um 50 Prozentpunkte. Auch nice. Ui, ui, oh, die macht, die macht nice Schaden. So. Boah, die macht ja allein schon fast 100% hier voll. Ha? Vernichtung! So, ich frage mich, ob es jetzt wirklich nur noch darum geht, den EP-Bonus zu erhöhen. Dann können wir ja wirklich machen, was wir wollen hier gerade. Weil der ist ja schon vernichtet. Da habe ich mir nie so wirklich Gedanken drum gemacht, muss ich zugeben. Aber wir machen wir ordentlich Aua noch hier. Jetzt darf jeder mal. Einfach aus Prinzip. Ach verdammt. Ich dachte, Teil und käme auch noch mit rein. Darf noch eine Runde? Ja, geil. Den habe ich jetzt zuletzt genommen. Weiß ich gar nicht. Na komm. Ist auch egal. Ich noch mal da. Einfach mal draufhauen. Immer feste drauf. Hoho. Aua. Guillaume's okay. He's still alive. I'm so glad we made it in time. I'm so glad. So, aber gleichzeitig wollt ihr irgendwie dem Tod entgegensehen. Naja. Accept my thanks. We couldn't have done this without you. Don't worry about it. I suppose it's strange of me to talk about the laws of nature when I fear losing my friends. Genau. Mein Reden. Mein Reden. Honestly, that seems like the most natural thing of all. When you told me that you would release us from the flame clock, I thought that if you really were telling the truth, it would make life easier. Na, endlich bist du ehrlich. At the same time, I began to hate the fact that I was looking for a way out. Looking up at our clock, seeing the life ebbing away. And letting go of that status quo, wretched though it was, after so long. Juniper. Noah, your words at the time seemed so appealing to me. I could not destroy the collective efforts that became the colony and everything it represents with my own two hands. But then you said you would destroy it for us. We'd be guilt-free. If that isn't appealing, then what is? Okay, das heißt, sie geht davon aus, dass sie die auch selbst hätte zerstören können. Warum machen die das alle nicht? Weil die sind ja alle happy, wenn wir das machen. That's why you invited us, isn't it? Even now, I'm not afraid of dying. But I hated the idea of losing those I hold dear. When I saw my friend lying there, I remembered what you told me, and for a brief moment, I felt the grip of fear. I felt so weak and helpless, yet at the same time I didn't want to let go of my dear friend. So I must have closed myself off. I stopped thinking, closed my eyes and covered my ears. Perhaps I was simply waiting for the inevitable release. Even so, we have to keep thinking. That's right. Even if there are things we'd rather not see. And breaking out of your shell, scrambling in desperation for a way to escape despair. You've defended this place for so long. Why? Because you're strong. And once you're no longer shackled by the rules of the flame clock, you can accept a different reality.
you can become stronger still. I know it. You can. You can. Boah, könnt ihr. It won't be easy, far from it. But we'll help you. Juniper, it's your call. We've made it this far thanks to you. Yes, I suppose so. If there is a possibility that you can release us from the clock, then please. Ah, da kommt doch sicher noch der And if Konsul. not, it's not like anything's changed. Very true. If you can't break it, I can live with that too. Nothing changes without a reason, without a cause. Perhaps this event will teach me to see things in a new light. Here we go! I see acceptance is actually surprisingly easy when it comes down to it. I think it probably is, yeah. I'm sorry if this seems rude, but could I ask another favor of you? Ach, noch Sure. was. I'd like to learn much more of the world, become a stronger individual. Ach so, ja klar. Mitkommen darfst du sehr To that gerne. end, is there any chance I could accompany you? What do you Natürlich. say, guys? We could certainly do with someone of Juniper's caliber. It'd be reassuring to have you on board. You're very welcome to join. Is your colony gonna be okay, though? Can they get on without you? Kolonie Tau needs to undergo change too. We need to extend our knowledge and grow. So I'd like you to take me on a trip, somewhere far away, and show me something new. A journey of discovery, huh? I guess that's another thing we need in order to grow. Might be an idea to send some of our younger recruits out too. Could be a good lesson. It's time to breathe new life into our colony. Let us break free from the chains that once bound us. I guess I'm still hanging about though. Can't have us all gallivanting about the place. Your consul really doesn't bother to show up, huh? Even after we brought the flame clock? You think they'd know? Ja, wollte gerade sagen, die hätte ja noch auftauchen müssen. Das ist alles irgendwie zu einfach Better this gewesen way, jetzt. if you ask me. Still, we shouldn't rule out the possibility that they'll make trouble for you. If something happens, you tell us immediately, okay? Sure, can do. We'll be counting on you. Well, we don't have all day. I think it's about time we made tracks, no? You're right. Time to move then. Well then, everyone, Ah, don't worry about us. You know we can handle ourselves. We'll prove that Kolonie Tau can be so much more. yes, I'm sure it will be. Off you go then, skedaddle. The colony's staying right here, waiting for your return. Die Kunst des Anschlusses. Okay. Die Flammenuhr von Kolonie Tau wurde zerstört. Um Taus Entwicklung und Wachstum zu helfen, tritt Juniper der Gruppe bei. Seilrutschen, genau. Du hast ein Spezialtalent von Juniper gelernt. Du kannst nun befestigte Seilrutschen hinabgleiten. Hinab aber nur. Ah ja. It's a pleasure. Jäger. Wer könnte das sein? Eine Angriffs... Es ist eine Agnes-Truppe, also tippe ich mal auf Mio. Noah. Ach, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber cool. Junipers Klasse. Klasse Jägerrolle Angreifer, verursacht wenig Schaden, aber geht hervorragend mit Wut um. Setze mit Hilfe von Gefährten im Kraftfeld Technik-Zusatzangriffe. Im Kraftfeld Technik-Zusatzangriffe ein. Ah, okay. Ein Spezialtalent, Seilrutschen. Ein Spezialtalent, das du von Juniper gelernt hast. Über in der Landschaft aufgehängte Seile kannst du von hohen Stellen hinunterrutschen. Die Kunst des Anschlusses. Juniper hat dir die Kunst des Anschlusses beigebracht. Du kannst nur Techniken an andere Techniken anschließen, ohne Fusionstechniken einsetzen zu müssen. Wenn du eine Technik erfolgreich anschließt, füllt sich die Kettenleiste ein wenig. Aha, 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 aha. So, wir können jetzt hier noch ein paar Infos kriegen. Good to add more names.
Hm? Wie weit sind wir denn inzwischen? Wir haben ja hier die Mission. So, hier haben wir jetzt die Heldenmission. Kapitel 4. Oh, sind wir noch ziemlich weit am Anfang. Gut. Mal eben gucken. Erstmal Klasse. Ja, aber da sind die alle noch nicht durch, oder? Nee. Langsam werden sehr viele Klassen. Es dauert relativ lange, sie aufzustufen. So, hier. Da fehlt mir doch noch einer. Ach nee, Quatsch, das ist der Cider, ich wollte gerade sagen. Hier fehlen jetzt gleich ganze 2 Helden dazwischen. Sie ist jetzt hier. Das heißt, hier können wir auch noch Helden freischalten. Hätten wir noch freischalten können mit Nebenquests. Welche Stufe haben wir? Weil wir hatten ja schon das Problem, dass wir da auf größere Gruppen gestoßen sind. Mit Stufe 40. Wir sind jetzt bei 34, da kommen wir nicht so gegen an. Aber ich würde echt das Seilrutschen gerne noch versuchen später. Wo geht's denn jetzt weiter? Durchquere den Magda-Wald. Aber ich würde gerne die Stellen mit den Seilrutschen nochmal erkunden jetzt. Als nächstes. I see some relations have changed. In die Kantine, da können wir schon mal vielleicht neues Essen lernen. Better make sure we're well rested. Der Magda-Salat. Erhöht Beute. Oh, von mir aus. Delicious. Jetzt haben wir sie im Team. All finished. Luftikus Magda-Salat. Na, So that's a wunderbar. new recipe Das habe ich then. viel zu spät bemerkt, dass wir hier Essen, dass wir hier Rezepte lernen können. Zinnoberginen. Essenssuche in Kolonie Tau. Solche Seilrutschen gibt es nämlich nicht nur hier im Wald, sondern überall auf der Welt. Ja, das haben wir schon festgestellt. Good to add more names. Stimmt, wir wollten ja zum Schloss Keves. Ah! Gut, wir wären jetzt auch ohne Seilrutschen nicht weitergekommen. Verstehe. Good to add more names. So. Ist noch wer, mit dem wir so plauschen können? Sonst würde ich jetzt hier nochmal in der Kantine plauschen. We could do with some food. Wenn da noch allgemeine Sachen sind. Ah, da hängen überall Quests dran, außer an dem hier Seilrutschen. Could you all come round for a second? Was? Wir haben noch gar nichts gemacht? Das sind jetzt neue Quests. Die lassen wir jetzt erstmal. Break time's over. Wo ist denn hier dieser Container? Ist entweder höher oder niedriger. Good thing we found this. Da können wir uns auf jeden Fall jetzt über die Seilrutschen bewegen. Ich würde aber wirklich, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich nochmal zu einigen Orten zurück, wo es die Seilrutschen gab. Hier
Gerade als es darum ging, den anderen Helden, diese Heldin zu suchen, die, wie heißt sie denn? Alexia, glaube ich. Da habe ich ja noch die Vermutung gehabt, dass wir hier lang können. Weil hier ist ja auch noch eine Quest. Mir ist beim Videoschauen auch aufgefallen, dass ich tatsächlich an Stellen gesucht habe und dann also nach bestimmten Stellen gesucht habe und dann übersehen habe, dass es zum Beispiel da Sandrutschen gibt, wo man hätte hochgehen können. Oder war das hier in Fornis? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das hier? Nee, hier war es nicht. Ich bin noch irgendwo die ganze Zeit drumherum geirrt. Nee, das müsste Fornis gewesen sein. Oder Hinterlass. Nee, das müsste Fornis gewesen sein. Also ich würde beim nächsten Mal jetzt einfach nochmal... Oh, ist das neu? Bin nicht sicher. Ich würde nochmal einfach hier rüber und dann die Seilrutschen verwenden und vielleicht nochmal gucken. Hier sind ja auch teilweise Quests noch. Wie es dann da geht. Ich glaube aber, das war hier. Da sind wir hier lang und hier irgendwo war tatsächlich so eine Sandrutsche. Und dann hätten wir vielleicht da nach oben gekonnt. Ich glaube, ich wollte hier hin. Genau, ich weiß es wieder. Ich bin hier außen rum, habe gedacht, hier könnte ich vielleicht hochklettern, aber das war es dann auch nicht. Aber im Video habe ich dann gesehen, dass hier irgendwo eine Sandrutsche war, wo ich hätte hochklettern können. Vielleicht probieren wir das und dann die Seilrutsche beim nächsten Mal. Finde ich gut. Dann, ich lasse sie jetzt auch einfach im Team. Erstmal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao.